Lieber Günther Helm, in Österreich sehr bekannt als der langjährige CEO von Hofer, der eine tolle Erfolgsgeschichte mit Hofer hingelegt hat. Jetzt gerade bei Müller, Drogerien. Eine Frage, die uns sozusagen auch interessiert im Zusammenhang mit Zukunft neu denken, ist ja, gerade im Handel, viele junge Menschen machen Ausbildung, um dann dort ihre Jobs, ihre Berufe ergreifen zu können. Und eine unglaubliche Transformation spielt sich ab auf dieser Welt, wenn es um Themen geht wie Berufswelt. Was glaubst du, muss eine junge Generation in Zukunft können, um bei dieser Transformation aktiv gut beteiligt sein zu können? Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Zum einen klarerweise das normale Rüstzeug, das man sicher in der Schule auch mitbekommt, aber da wird sich das Lernen auch verändern, weil entscheidend wird sein, soziale Kompetenz zu erlernen, weil die Interaktion zwischen Menschen entscheidet schlussendlich, ob ich im Geschäftsleben, aber auch im Privatleben erfolgreich bin. Dementsprechend ist soziale Kompetenz, vor allem im Handel, im Speziellen wiederum, ein Must, das erlernt werden muss oder soll, wo man klarerweise in welcher Tiefe man immer dann das auch beherrscht, sagen wir, wenn man mehr oder weniger erfolgreich ist. Das ist sicher eine Thematik. Die andere Thematik ist, bei all diesen Veränderungen, die ins Haus stehen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern Veränderung als Chance zu sehen. Jede Veränderung bringt einen Neuanfang mit sich, wo man als Individuum quasi sich neu definieren kann und mit den richtigen Kompetenzen, eben auch sozialen Kompetenzen, durchstarten kann. Und ganz entscheidend ist, glaube ich, und das sollte man relativ früh versuchen zu lernen oder das zu erspüren, ist zu antizipieren. Was meine ich damit? Der Vergleich mit Fußball, ein guter Fußballspieler ist dort, wo der Ball ist, ein perfekter Fußballspieler ist dort, wo der Ball sein wird. Und genau diese Fähigkeit kann man auch erlernen, zu spüren, okay, wohin entwickeln sich Themen, wie kann ich mich auf dieses Thema vorbereiten? Genau auf diese Frage, wie kann ich mich auf die Zukunft vorbereiten als junger Mensch, ist unter anderem soziale Kompetenz, glaube ich, ein entscheidender Faktor, um langfristig auch erfolgreich zu sein. Du bist gerade Vater geworden vor kurzem. Wie groß siehst du hier bei dieser Frage die Bedeutung Familie versus, ich sage unter Anführungszeichen, Staat, Bildung im Sinne von Schule? Was ist wo abzuholen? Was ist wo ist die Bringschuld? Das ist eine schwere Trennlinie. Auf der einen Seite klarerweise, das Elternhaus prägt einen sehr stark, aber auch der Staat steht sicher auch in der Verantwortung, Talente zu fördern und Talente zu schmieden. Also ich bin auch ein großer Anhänger von Ideen, auch die du aufgebracht hast, zu sagen, okay, man muss Talente stärken, um Menschen quasi wirklich in Exzellenzen weiterzubilden und nicht den Durchschnitt zu fördern, weil überall dort, wo ich gut bin, bin ich in der Lage, quasi Herausragendes zu leisten und dort quasi werde ich auch ein berufliches Umfeld finden oder auch privates Glück finden, das möglich ist. Das kann man über staatliche Institutionen lernen, muss sicher aber auch durch das Elternhaus vorgelebt und mitgetragen werden. Hier geht es um Wertevermittlung und wenn man diese Werte von zu Hause mitbekommt, aber auch sicher im Umkreis, und da gehört die Schule ganz klar dazu, ist das ganz entscheidend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für deine Expertise. Danke.